Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und ihr seht mal einen tollen Kameraschwenk hier drüber, was wir alle schon gebaut haben. Ja, und wir werden uns hier unten am Bahnübergang heute weiter dran machen, denn da ist einiges zu tun. Die Schranken müssen eingebaut werden und die Andreaskreuze, die Technik etc. 2,5 Stunden habe ich bis jetzt gebraucht, um diesen ganzen Käse hier fertig zu machen. Den Faden habe ich hier erstmal gezogen, musste natürlich vorher in der Schranke befestigt werden, ist klar. Hier läuft er her, ich glaube man sieht es ganz gut. Gleich in diesem grünen Bereich sieht man es noch ein bisschen besser. Dann geht er hier durch diese Lochsteine wieder durch und die andere Schranke natürlich auch. Also beides auf die Wickel drauf. Ja, und das Ganze ist steuerbar bei mir durch diesen Busch, den ich hinterher im Gelände verschwinden lassen werde. Und ihr seht, ja, funktioniert doch einwandfrei. Ja, und auch ziemlich synchron beide Schranken. Das war auch das Ziel. Hier nochmal die Technik in Vergrößerung. Ja, reicht doch vollkommen aus. Oder? Meint ihr nicht? Alle Kabel habe ich jetzt hier erstmal zusammengeführt, zumindest in der Nähe alle zusammen, damit ich die hinterher gut alle verstecken kann. Ja, jetzt heißt es gleich, dieses fertige Straßenstück fest draufsetzen und dann können wir aufpassen, dass man natürlich nichts einklemmt von den Kabeln etc. pp. Das ist ganz wichtig. Und dann können wir uns hier hinten an diese beiden Stellen dran machen. Hier einmal rechts und links. Ich glaube, das müsste ich als erstes zu machen, denn wir wollen uns ja immer digital hier aus diesem ganzen Kram herausarbeiten. Ja, ich finde es erstmal richtig klasse bis jetzt. Wichtig ist, dass es an dieser Stelle erstmal funktioniert, sodass wir das dann jetzt ganz beruhigt und in Ruhe zubauen können. Mit dieser rechten Ecke hier bin ich soweit fertig. Den Untergrund habe ich so ein bisschen so dargestellt, als wenn das so ein bisschen bemoost ist alles. Der Mitarbeiter kommt hier mit seinem Fahrrad zur Arbeit von dieser Seite aus. Und ihr seht auch schon, ja, das Andreaskreuz leuchtet. Es funktioniert alles. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich eine ziemlich knifflige Stelle hier gewesen, aber letztendlich finde ich alles schön geschlossen und somit sieht das recht gut aus. An dieser Stelle hier habe ich so abnehmbare Elemente reingemacht in Snotpot-Technik, die ich einfach reinlege. Ich zeige sie einmal hier. Ja, so kann man es machen, ist die Möglichkeit hier. Ich baue ja schließlich ein bisschen anders als alle anderen hier an dieser Stelle. Wer bockt schon so die Straßen hoch und baut so die Straßen? Auch an dieser Stelle ist es auch ein rausnehmbares Teil und ich glaube, das ist eine gute Idee so kann man das definitiv lassen. Jetzt heißt es hier, links diese Stelle zuzukriegen, das Feld dementsprechend zu verlängern, die Einfahrt hier für das Feld, diese Traktoreinfahrt zu machen. Ja, das ist auch noch alles zu tun jetzt, aber wie ihr mich kennt, das werde ich schon ohne Probleme hinkriegen. Hier einmal der letzte Rest vom Speedbild, um das Feld fertigzustellen. Den Untergrund habe ich bereits fertig. Ja, und hier seht ihr Folgendes, den kompletten Teil auf dieser Seite fertig. Ja, hier die Einfahrt für den Traktor und da hinten gut abgeschlossen um die Schranke. Also ich finde das schon nicht schlecht. An den Gleisen auch super abgeschlossen. Und das Beste ist, natürlich passt der Zug auch wunderbar durch. Ich habe das genau immer austariert hier mit dem größten Zug von mir und das passt wunderbar auch vorne. Ich gehe mal ein bisschen flacher hier mit dem Bildschirm. Ja, jetzt sieht man es doch, das passt alles wunderbar. Somit kommen alle anderen Züge auch tadellos hier um die Kurve. Ja, was machen wir jetzt weiter? Das ist die große Frage. Eigentlich müsste ich hier weitermachen, nur dann müsste ich erst die Weiche einfügen. Da bin ich aber eigentlich noch gar nicht mit der Weiche. Da würde ich hier aus dem kompletten Diagonalen wieder rauskommen. Oder hier vorne weitermachen, weiß ich aber auch nicht, was das Beste ist. Ja, was machen wir jetzt? Ja, das kann ich euch ganz gut beantworten. Jetzt kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. Es war eine fuckelige Geschichte heute, deshalb heute nicht so viel, weil einfach das sehr zeitaufwendig war. Aber wie ihr seht, es ist, glaube ich, echt eine feine Sache geworden. So drücken wir es einfach mal aus. Eine feine Sache. Was meint ihr dazu? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, die Kommentare lese ich ja immer so gerne. Also, ran!
euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, wo geht's weiter? Wir müssen hier an dieser Stelle weitermachen. Hier vorne Graben reinziehen, die Bushaltestelle vielleicht machen, die Straßen verlegen oder vielleicht erstmal grob oder die Schiene. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber irgendwann auch wieder da oben. Ich muss es mir echt noch überlegen. Also, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Tschüss!